Da kommt mal einer zu mir, tatsächlich in der tiefsten Tiefe von Sünde. Er sagte, mir kann doch Gott nicht mehr verzeihen. Da sage ich, zuerst müssen Sie beichten, dass Sie stolz sind. Wieso stolz? Ich sage ja, ich bin nicht mehr würdig. Sage ich, weil du glaubst, du könntest was viel Größeres machen als Gott. Ein Tropfen, ein kleiner Teil von einem Tropfen Blut Jesu kann all das in Ordnung bringen. Und immer wieder. Aber viele sagen heute, ja, ich gehe nicht im Beistuhl, ich gehe nicht zu einem Priester, die Sünden vergeben zu lassen. Ich mache es selber mit Gott. Ja, es ist gut, wenn du wieder mal gegen Gott gehandelt hast, dass du sagst, bitte verzeih mir. Ich will mich bessern. Nur verzeihen und weitermachen gilt nichts. Du kannst nicht beichten gehen, wie es mal bei mir jemand kam, ein Verheirateter, und begann einen, soll ich jetzt sagen, Ehemord. Er ging fremd mit einem Mädchen, anderen, jüngeren. Das hat er auch gebeichtet bei mir. Am Schluss sage ich, ja, ist es dir ernst, willst du das Mädchen nicht mehr aufsuchen? Ja, das kann ich nicht. Sage ich, ja, Entschuldigung, dann kann ich dir auch die Sünde nicht vergeben. Im Namen Gottes. Jesus, wenn man schon immer auf die Bibel pocht und auf das Evangelium, dann haltet euch daran. Jesus, nachdem er auferstanden war, versammelte die Apostel vor sich, dann hauchte er sie an, das heißt, er haucht in den Geist Gottes und sagte, wem ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das sind klare Worte Jesu. Aber nein, die sagen, ja komm mal, ich mache das. Weißt du, lieber Gott, ich brauche deine Hilfe nicht, die du da eingesetzt hast, die Sakramente. Ich komme mit eigener Kraft zu dir. Nein. Die wollen einfach nicht keine Demut haben. Ich weiß ja, was heute in den Beistühlen geschieht. Dass man alles, viele sind von der Kirche abgefallen, wegen den Priestern im Beichtstuhl. Wir Beichtväter sagen am Schluss nicht, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Schneider Nikolaus. Nein, nicht in unserer Kraft, sondern der Heiland hat gesagt, wir sollen es tun im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Diese Macht und Möglichkeit haben wir. Und immer wieder erfahre ich, dass die, welche zum Beichten kommen, dass sie eigentlich nötig haben, jemand, der ihnen zeigt, wie sie da vielleicht von dieser Sünde und dem langsam weg oder mal wegkommen. Beraten. Und meine Lieben, das ist sogar gratis. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollte es geben. Aber nein, man geht lieber zum Psychiater und zahlt sehr teures Geld. Naja, man geht dann wieder mal gut weg, weil man wieder mal ausklagen konnte. Und dazu zahlt man noch.
Und beim Priester wäre es gratis. Es ist ein Buch erschienen, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, ich glaube etwas religiös ohne Religion. Und ein Publizist. Er behauptet, wenn man keine Religion mehr hat, dann ist man ohne Depressionen, ohne Verzweiflung. Das sagt ein Publizist, der ist 67-jährig. Ich bin 82-jährig, ich bin der humorvollste Mensch. Ich habe keine Verzweiflungen, Depression überhaupt nicht. Ich habe ja Gott. Also stimmt das Buch nicht. Das heißt, weg von den Religionen, also weg von der Lehre und Worte Jesu. Ja. In der Bibel steht doch, dass die Apostel haben geschrieben, was sie erlebt haben mit Jesus und was sie dann die Inspiration noch weiterhin, wie auch Paulus, dann schrieben. Jetzt heißt es, ja, da wird vieles umgewandelt und nicht mehr echt oder was. Die Bibel von Butloch und die, wie die da heißen und nach früheren, die sind immer noch. Darf man lesen. Nach meinen Erfahrungen natürlich ist nicht alles immer so ideal geschrieben, manchmal. Aber wenn wir das nicht mehr haben, die Bibel, dann frage ich euch, was haben wir denn noch? Jesus hat doch gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wo holt ihr sie? Wenn nicht aus der Bibel. Sicher, es gibt Menschen, die ein bisschen mehr erfahren, aber nur welche Bibel? Ich muss ehrlich sagen, ich tue mal nicht Andersgläubige buskieren. Denn eines von den letzten Sätzen, die mein Vater mir gesagt hat, mein leiblicher Vater, war: Nikolaus, gib Acht, wenn du mit Andersgläubigen zu tun hast, rede nicht negativ über seine Glaubensrichtung, denn sie ist für die wie eine Mutter. Man spricht nicht schlecht über die Mutter. Aber wir sind heute in einer Situation, wo nur noch das scharfe Schwert die Wahrheit sagt. Kommt noch ein Ding, ich soll das doch noch sagen. Bibeln sollte eigentlich katholische Ding sein, aber ältere. Es gibt wahnsinnig viele Bibeln, verschiedene, ungute Bibeln auch. So viele Sekten haben selber Bücher, Bibeln dann gedruckt. Nehme ich nur mal Zeugen Jehovas oder die Baptisten. Oder. Das ist nicht ganz klar. Das Neue Testament ist nicht richtig drin, alles enthalten. Was ist eine Sekte, die nur Teile vom wahren Glauben besitzt, nicht das Gesamte? Beispiel reformierte Kirche.
Der Publizist, wo ich gesagt habe, ist ein Protestant, das ist ja logisch, dass er nicht die ganze Ding hat. Jesus hauchte sie an und sprach, empfanget den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachgebt, denen sind sie nachgelassen und so weiter. Und wo hat die reformierte und die protestantische Kirche die Beichte? Leider Gottes inzwischen bald die katholische nicht mehr. Das ist doch ein Befehl, ein Auftrag Jesu, wird nicht eingehalten. Was hat der Vater und Mutter, wenn das Kind mal etwas nicht einhalten oder die Vater und Mutter gesagt, das wird so gemacht? Da kommt die Reaktion. Oder geht in alle Welt und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe, und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und immer noch haben die nur Jehova. Taufet sie. Also, und so könnte ich viele Teile aus der Bibel den anderen Kirchen zeigen, was sie noch nicht haben, was Jesus befohlen hat.